Liebe Sarah Spickermann, herzlichen Dank für deine Zeit heute für unsere Reihe im Rahmen des RBI Neudenkens. Du warst im Silicon Valley, bevor du Professorin für Wirtschaftsinformatik an der Wirtschaftsuniversität in Wien geworden bist. Also aus dem Valley in die Wissenschaft, oder vielleicht würde ich das ein bisschen vereinfacht darstellen. Was würdest du denn da als den großen oder die größten Unterschiede in der Arbeitsweise titulieren oder bezeichnen? Also ich glaube, dass der Typus Menschenschlag, der quasi im Valley arbeitet, ein ganz bestimmter Typ ist von Menschen, die also von vornherein global denken, auch meistens schon irgendwo global aufgewachsen sind, in verschiedenen Ländern studiert haben und die vielleicht dem Spruch folgen, dass man der Herr seines Schicksals ist und dass man die Welt gestalten kann nach eigenen Vorstellungen, dass das gelingen kann. Und dass man, also mit dieser Haltung, das ist keine Haltung der Demut und das ist keine Haltung des Empfangens und des sich Einstellens auf Verhältnisse, sondern es ist eine Haltung der Kontrolle und der absoluten Veränderung, Gestaltung. Und das hat was sehr Positives, aber das hat auch ein bisschen was Naives, ne? Die Beschäftigung mit dem Thema, das dich jetzt sozusagen sehr, sehr gefangen hält, nämlich das Thema digitale Ethik. Wo war sozusagen da der Auslöser? Was würdest du sagen, wie bist du eigentlich da hineingekommen, dass du sagst, mit dem muss man sich einmal intensiv beschäftigen? Der Auslöser war zunächst meine Promotion im Jahr 2000, 2001, wo ich das Privacy-Paradox entdeckt habe in meiner Forschung. Das Privacy-Paradox habe ich folgendermaßen entdeckt. Ich habe gedacht, wenn Leute sich online mit Bots und Virtual Agents unterhalten, dann werden sie das gerne tun, zum Beispiel um bessere Produkte empfohlen zu bekommen. Aber ich habe immer gedacht, dass es sowas gibt wie Kosten der Privatsphäre. Ich habe gedacht, die Leute werden sich schon überlegen, was sie solchen digitalen Devices erzählen und was sie von sich also auch ausspionieren lassen. Und in meiner Forschung ist dann klar geworden, dass im digitalen Raum Menschen ihre Hemmungen ablegen und komplett alles von sich preisgeben. Sie können diese unsichtbare Überwachung nicht wahrnehmen. Und so kam es dann heraus, dass Leute zwar wirklich bewusst und auch dahinter stehen zu sagen, Privatsphäre ist ihnen wichtig als Wert, aber sie schützen sich nicht und sie kommunizieren und geben alles von sich preis. Und diese Forschungsergebnisse haben dann dazu geführt, dass ich mich seit 2001 mit Datenschutz beschäftigt habe. Auch in der Firma OpenWave, für die ich im Valley ja angestellt war, beziehungsweise muss man dazu sagen, ich habe für die ja in Europa gearbeitet, aber war eben viel dort und habe dort mit den Product Teams gearbeitet, dass wir in die Location-Based Services, also in die Mobilfunkdienste Privacy einbauen, von vornherein technisch. Aber es war immer auf der Roadmap relativ weit hinten. Also das hat sich nie so richtig durchgesetzt und die Effekte sehen wir ja heute. Da sind wir schon bei einem Punkt angelangt, den du immer wieder erwähnst, wenn es um Ethik im digitalen Wandel geht. Da geht es um diesen Aspekt Privacy by Design und Ethics by Design. Wenn also sozusagen diese Gewähr nicht geleistet ist, dann sollte doch vom Anbieter her von vornherein die Regel eingehalten werden. Wie muss man sich das vorstellen? Ethics by Design bedeutet, dass wir in den Innovationsprozessen sehr, sehr früh darüber nachdenken, welche Werte wollen wir schaffen und welche Werte wollen wir schützen. Ja, weil jedes technische Ding hat immer zwei Effekte, das Gute und das Schlechte. Und technisch sind wir eigentlich in der Lage, beides zu beeinflussen. Wir sind in der Lage, auch negative Auswirkungen, wie zum Beispiel die Untergrabung der Privatsphäre zu schützen. Das können wir technisch weitestgehend erreichen. Und Ethics by Design bedeutet eben, dass man in den Innovationsprozessen darüber relativ früh nachdenkt, ja, und dann einen Weg
den Tao, also Lao Tse schreibt auch immer, man muss die Situation erstmal analysieren und dann geht man einen Weg. Und das ist Ethics by Design. Am Ende kommt durch das Nachdenken und durch die Ausgestaltung und Ausrichtung der Technik ein gutes, ja, im ethischen Sinne, besseres Produkt heraus. Das ist das Ziel von Ethics by Design, in meiner Interpretation. Die Wissenschaft, wie zum Beispiel meine, die Genetik, aber auch in vielen, vielen anderen Bereichen, in der Medizin, wo auch immer, braucht Daten. Daten ist sozusagen ja nicht ein neues Thema, sondern Daten hat es immer gegeben. Es geht vielmehr darum, dass wir heute mit Big Data ganz anders umgehen können im Zuge der digitalen Transformation, sammeln, analysieren etc. Nun, diese Gratwanderung auf der einen Seite, dass die Wissenschaft Daten benötigt, um Fortschritt voranzutreiben, auf der anderen Seite aber wird sozusagen eine Privatsphäre, einen Datenschutz gewährleisten können. Siehst du da sozusagen durchaus praktikable Wege oder sagst du, naja, da ist schon der Zug viel oder möglicherweise schon weit aus dem Bahnhof draußen? Also wir haben uns in der Wissenschaft ja immer schon um Probanden und Daten bemüht, ne? Und wir haben heute die Möglichkeit, viel mehr Menschen zu fragen, ob sie mit uns Daten teilen. Das ist sehr positiv und die Datenschutzgrundverordnung gibt auch die Möglichkeit her, dass man für wissenschaftliche Zwecke sehr großzügig Daten benutzen kann. Nur, man muss die Probanden immer noch fragen, ob sie mitmachen wollen, ja? Und die Problematik, also eine ethische Problematik taucht generell bei der Datennutzung nur dann auf, wenn man versucht, sich die Daten zu erschleichen. Und das ist eigentlich gar nicht nötig, weil ich glaube, dass die meisten Leute bereit sind, für gute Zwecke auch ihre Daten zu teilen. Das heißt, wir haben hier kein Forschungsproblem aufgrund des Datenschutzes. Wir haben ein Problem nur dann, wenn man nicht den Mumm hat zu fragen oder wenn man nicht die Kosten investieren will, diese Zustimmung vorher einzuholen. Oder wenn man dann im zweiten Schritt hingeht und wenn man sich die Daten nicht selbst erschleicht, dann holt man sie sich von anderen Leuten, die sie sich erschlichen hat und poolt dann das, was man selber hat, mit dem, was andere Leute sich geholt haben. Und das ist einfach vom Prozess her nicht in Ordnung. Mhm. Nun haben wir, was die Daten anbelangt, ich tue das jetzt sehr überspitzen und du musst es dann korrigieren, ja gewissermaßen die eine Situation, dass wir USA ausgehend Großkonzerne haben, die Daten ohne dies schon in enormem Ausmaß sammeln, Facebook, Amazon, Google, was auch immer, und unter Anführungszeichen der Markt dann bestimmt, was sozusagen gemacht wird oder die Ziele definiert, die man mit diesen Daten auch verwirklichen will. Auf der anderen Seite haben wir ein Social Scoring System in China, wo Daten gesammelt werden, um Menschen unter Anführungszeichen mit Punkten auszustatten, um sozusagen ihr Verhalten zu monitoren. Und wenn man dann bei Rot über die Kreuzung geht, bekommt man ein paar Minuspunkte, weil das irgendwo aufgenommen worden ist und das schmälert dann die Chancen, also im Berufsleben oder wo auch immer. Und dann haben wir den europäischen Ansatz, Datenschutzgrundverordnung, sozusagen den Menschen fragen, möglichst sozusagen anonymisiert, wenn wir Studien machen wollen. Jetzt einmal ganz offen gesprochen, was glaubst du, in welche Richtung wird es denn am Ende gehen? Wird denn dieses europäische Konzept, das du ja jetzt auch sozusagen, ich nenne es jetzt einmal europäisches Konzept, aber ich glaube, das ist sehr vereinfacht, weil es ja viele Bereiche auf diesem Planeten betrifft, aber wird denn das am Ende sich durchsetzen? Das, was sich durchsetzt, hängt immer von der Haltung und den Handlungen der Akteure ab. Ich persönlich bin ein Mensch, der versucht, für sich also das Richtige zu tun. Das heißt, ich wäge in meiner einzelnen Entscheidung ab, tue ich das Richtige und tue ich es aus den richtigen Gründen. Und dann kann ich abends vor den Spiegel treten. Ja? Wenn alle das tun, in Europa zum Beispiel, werden wir andere Technik bauen, andere Prozesse aufsetzen und anders mit Bürgern und Kunden umgehen. Und dann werden wir sehen, ob sich das im internationalen Wettbewerb durchsetzt. Ja? Im Moment besteht bei den meisten europäischen Akteuren eine Angst, dass wir im globalen Wettbewerb nicht bestehen können, wenn wir nicht, wie in Amerika quasi und in Asien auch, komplett die Daten benutzen, wie wir wollen.
Wir dürfen aber eins nicht vergessen. Die Amerikaner sind auch schon am Zurückrudern, weil sie merken, dass ihnen sozusagen ihre sozialen Netzwerke und die Manipulation, die darüber stattfinden kann, aufgrund dieser maßlosen Datensammlung, das fliegt ihnen um die Ohren. Und die Chinesen sind noch ein bisschen, die sind noch nicht so weit, weil die Bevölkerung fügiger ist. Aber die werden auch merken, dass diese künstlichen Intelligenzen mit dem Scoring nicht die Wahrheiten ausdrücken können, über was ihre Bürger wirklich sind. Und es könnte durchaus sein, dass ihnen dieses ganze Citizen Score nochmal richtig um die Ohren fliegt und sie das wieder rückgängig machen. Denn die KI, das weiß auch jeder in einer deutschen Bank, die Scoring-Systeme haben zwar einen Signalwert, also sie geben uns einen ersten Indikator über einen Kunden, aber sie sind nicht 100% richtig. Sie geben uns nur Richtungen. Und insofern ich glaube zutiefst, ja, dafür stehe ich auch, dass wenn wir einen ethischen, in Anführungsstrichen ethischen, also einen wertgetriebenen Weg gehen, dass wir darüber eine Art Unique Selling Proposition bauen können. Nur auf der gesetzlichen Ebene muss natürlich sichergestellt sein, dass uns nicht die chinesischen und amerikanischen Systeme in den Markt reingreifen. Dass die sozusagen über ihre Scoring-Systeme, wo sie alles über uns wissen, dann im europäischen Markt sich tummeln können, ohne dieselben Standards einzuhalten. Das heißt, wir müssen auch eigentlich den Markt schützen, also in Europa, und die zwingen, nach unseren Spielregeln zu spielen, um dann hier einen geschützten Raum zu haben, um mit einem relativ großen europäischen Binnenmarkt den eigenen Weg zu gehen. Wir müssen unsere Märkte schützen und deswegen war es so wichtig, dass das Privacy Shield jetzt gekippt ist und wir dürfen es auch nicht wieder ins Leben rufen. Wir müssen sehen, dass der europäische Raum geschützt bleibt und dass alle, die hier anbieten, nach unseren Spielregeln spielen. Höre ich ein bisschen durch auch einen Appell in Richtung europäisches Facebook, europäische Suchmaschinen? Ist das, oder wie würden wir es denn in der Praxis umsetzen, wenn wir sagen, wir machen uns auch unabhängig bis zu einem gewissen Grad? Es ist nicht so leicht, uns hier zu etablieren, aber eins ist sicher, also wenn wir zum Beispiel gerade die perfekte Übersetzungsmaschine DeepL mal wieder an einen amerikanischen Investor verkauft haben, dann ist das die Quelle unseres Problems. Wir dürfen unsere Innovationen, unsere jungen Unternehmen in keinem Fall einfach verkaufen lassen dürfen. Also wir müssen hier einen Stopp bringen und wir müssen, und das ist übrigens in Amerika schon lange Usus, 3Com wurde nicht an die Chinesen verkauft. Also wir müssen unsere Märkte schützen vor dem Ausverkauf, das ist Nummer 1. Ja, und wir müssen im Dienste vom Markt nehmen, die nicht unseren Standards entsprechen. Man sieht Trump, man kann ihn noch so kritisieren, er sagt einfach, TikTok wird nicht weiter promoted, muss verkauft werden an Microsoft oder wird abgedreht. Das sind natürlich in einem, ich sag mal, für Menschen, die in einem sehr liberalen Wirtschaftssystem groß geworden sind, so wie wir ja alle, fast undenkbar. Wir müssen uns aber nichts vormachen, dass unsere kontinentalen Wettbewerber genauso vorgehen. Und wenn wir das nicht tun, wenn wir nicht wie die Russen und die Chinesen unser eigenes Internet haben und unsere Regeln auch richtig massiv gegen diesen Liberalismus durchsetzen und hier in Europa einen ordentlichen Binnenmarkt aufbauen, der auch geschützt ist, ja, dann bedienen die sich bei uns. Der Glaube an diese digitale Revolution, wo man sagt, also es gab die Sesshaftwerdung des Menschen im Sinne der neolithischen Revolution, es gab eine industrielle Revolution und jetzt läuft eine digitale. Und dieser Glaube, der geht ja gar nicht selten so weit, dass man sagt, wir müssen uns heute schon mit der Tatsache auseinandersetzen, dass jetzt Teile einer schwachen KI, einer schwachen künstlichen Intelligenz, die bestimmte Dinge kann, bestimmte Dinge vielleicht sogar besser kann als der Mensch, dass wir von dem Übergang von der schwachen in Richtung starke künstliche Intelligenz unterwegs sind, mit Bewusstsein bis hin zu einer Singularität, wo der Mensch eines Tages durch Maschinen, durch künstliche Intelligenz ersetzt wird.
Es gibt Wissenschaftler, die sagen, das könnte sein. Es gibt viele, die sagen, keine Ahnung. Die meisten sagen, man kann es in der heutigen Zeit ja gar nicht beurteilen. Wie schätzt du das ein? Aber vor allem jetzt auch im Zusammenhang mit der ethischen Diskussion, weil hier wird ja sehr viel diskutiert. Wird der Mensch ersetzt? Was wird sozusagen einmal das Ergebnis sein, auf das wir uns gerade zubewegen? Ja, für mich ist ja diese General KI, das ist für mich ein Red Herring, das ist ein Fake. Mhm. Das ist natürlich ein sehr powerful Fake, ja, weil es erlaubt der IT-Industrie sozusagen die ganzen Investitionen, die für diese fiktive Zukunft nötig sind, Stichwort 5G zum Beispiel, ne, dass die Regierungen und die Firmen massiv investieren. Und dann werden irgendwelche Geschichten erzählt, so nach dem Motto, ja, und wenn wir dann eine künstliche Intelligenz einführen, dann wird die irgendwie das magisch schaffen, unsere ganzen Daten im Backend zu sortieren und wieder verständlich zu machen und die Prozesse irgendwie magisch anzupassen. Das hat mehr mit Magie zu tun als mit Realität. Also ich sag mal, nehme ich mal den Hut der Wirtschaftsinformatik, ja. Wir müssen unsere Datenverarbeitungsprozesse ganz solide hinbekommen im Backend, um dann ganz solide und ordentlich zu arbeiten. Diese General KI, es kommt immer darauf an, mit welchen Professoren man sich unterhält. Unterhält man sich mit richtig berufenen, großen Professoren an der ETH Zürich, lachen die genauso über die General KI wie ich und sagen, naja, wer weiß, man kann nichts ausschließen, vielleicht in 100 Jahren. Ne? Und wenn wir auch nicht mehr digital arbeiten, sondern vielleicht mit Quantenphysik. Da sind wir aber weit von entfernt, ja. Das sind die seriösen Professoren. Und dann gibt es so ein paar, die sind so an so kleinen Universitäten in Lugano oder so, ja, die dann die ganz großen Stories erzählen, damit sie auch mal in die Medien kommen. Und man muss wirklich lachen. Also man sollte, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Wir haben sehr mächtige Narrow AIs, die sind unheimlich gut, sind unheimlich wichtig, können sich weiterentwickeln, erlauben uns Datenverarbeitungsprozesse zu haben, von denen wir früher nur träumen konnten. Das ist wirklich gut. Aber diese Story, dass wir jetzt also bald hier die Terminators und die Singularity vor der Tür haben, die sind nicht nur naiv, die sind vor allen Dingen brandgefährlich.